The Artist's Way von Julia Cameron wird im Moment von super vielen Leuten gekauft und beworben. Die Frage ist das Buch overhyped? Bringt das irgendwas? Was kann das Buch überhaupt? Dieses Buch betitelt sich selber als spirituelle Reise zu höherer Kreativität und das mag den ein oder anderen von euch vielleicht auch abschrecken. No, God, please, no! 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 Oder aber das 12-wöchige Commitment, was ihr machen müsst, um dieses Buch überhaupt durchzulesen und durchzumachen. Wie man sieht, habe ich mir das Buch dann doch gekauft. Und ihr könnt euch sicher jetzt denken, dass ich sagen kann, dass dieses Buch gut ist. Darüber wollte ich in diesem Video mit euch sprechen. The Artist's Way von Julia Cameron wurde 1992 das erste Mal in den USA released und gibt es mittlerweile in so vielen unterschiedlichen Editionen, dass ihr auch einfach unterschiedliche Coverdesigns seht. Ich glaube, diese Edition ist die 25 Jahre Anniversary Edition. Dieses ist die englische Version. Es gibt auch eine deutsche Version. Ich weiß nicht, wie die deutsche Version ist. Die deutsche Version kostet 14,99 €. Die Version kostet, glaube ich, 15 €. Und das Review ist über die englische Version. Über die deutsche kann ich leider nichts sagen. Das Buch hat 241 Seiten und am Ende ist auch ein bisschen Platz für Notizen, die ich aber nicht gebraucht habe. Und mein Rat vorneweg an euch: Kauft euch nicht nur das Workbook, sondern kauft euch, wenn ihr nur eins kauft, nur das Buch. Das Workbook beinhaltet nur die 12-wöchigen Essays, aber auch nicht alles und die Aufgaben. Dementsprechend ist es so, dass ihr einen gewissen Kontext verliert, den ihr nur durch das Buch bekommt, weil es gibt auch ein paar Aufgaben, die nur im Buch beschrieben werden, aber einen großen Zusammenhang haben mit dem Rest der ganzen Aufgaben. Dementsprechend würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, kauft euch, wenn, nur das Buch und spart die, ich glaube, 11 € für das Workbook, um euch dann ein schönes Notizbuch zu kaufen, was ihr nämlich dann für die 12 Wochen benötigt werdet. Die Aufmachung des Buches ist relativ strukturiert. Wir haben am Anfang eine Vorstellung, worum es in dem Buch geht, wer Julia Cameron eigentlich ist. Sie ist eine Autorin, Lehrerin und Screenwriterin. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, sorry Julia Cameron, ich kannte sie vorher gar nicht und das berühmteste Buch von ihr oder das, was sie gemacht hat, ist halt nun mal eben The Artist's Way. Und dann kommen schon Inhalte, die ihr für diesen 12-wöchigen Kurs benötigt, nämlich The Basic Principles, Basic Tools und dann kommen die 12 Wochen, die mit Essays eingeleitet werden. Dann kommt der Epilog, eine kleine Fragerunde mit Julia Cameron und der Creative Cluster, Appendix, Index und eben die Notizen. Der Creative Cluster Guide oder die letzten Seiten sind dafür da, um ein bisschen zu erklären, wie man The Artist's Way benutzt, wenn man das in größeren Gruppen macht und auch so ein bisschen, wenn man das selber als Person in größere Gruppen bringen möchte. Die Zielgruppe dieses Buches besprechen wir einmal, denn das ist eigentlich das Wichtigste zu wissen bei diesem Buch, bevor man es kauft. Dieses Buch wird beschrieben als der klassische Kurs zum Entdecken und Wiederherstellen deiner kreativen Seite. Und es richtet sich also an Leute, die gerne kreativ arbeiten und kreative Hobbys haben, aber nicht so genau wissen, was sie jetzt zu ihrem Hobby machen können und wie sie ihrem Hobby mehr Bedeutung schenken können und auch mehr Zeit einräumen können. Sie erwähnt in diesem Buch auch, dass dieses Buch für Menschen ist, die sie als blockierte Artists und Shadow Artists betitelt. Das bedeutet, dass du zwar gerne kreativ bist, aber wie bereits gesagt, nicht so viel Zeit nimmst für deine kreative Seite freien Lauf zu lassen, oder Shadow Artists, damit meint sie Leute, die eigentlich im Inneren wissen, dass sie eher in Richtung künstlerische, ausdrucksvolle, kreative Berufe gehen sollen, aber weil sie sich nicht trauen und ein niedriges Selbstwertgefühl in dem Bereich haben oder generell nehmen sie sich Jobs, die ähnlich sind oder in die ähnliche Richtung gehen, aber sie nicht komplett erfüllen. Das komplette Buch schließt eben alle Leute ein, die kreativ arbeiten und die kreativ sind und ein Hobby haben. Das muss kein Beruf sein. Und das kann in jede Richtung gehen. Das kann die Tänzerin sein, das kann die Synchronsprecherin sein, Cosplayer, Zeichner, Musiker, Autoren, alles mögliche. Also jede Person, die so kreativ schaffend ist, kann und wird mit diesem Buch angesprochen werden. Das heißt aber nicht, dass man das als Beruf machen muss oder schon als Hobby ausüben muss, sondern es geht eher darum, für alle, die so in diese Richtung gehen und Interesse haben. Und sie ermutigt mit diesem Buch eben, dass wenn du zum Beispiel weißt, dass es ein Hobby von dir ist, das hast du aber jahrelang
jahrelang nicht mehr gemacht und du machst es halt einfach nicht und du bist ein bisschen unglücklich, das wieder mehr in dein Leben reinzuholen. Eine kleine Exkursion. Shadow Artists sind die Artists, die, wie gesagt, schon sehr genau wissen, dass sie das eigentlich hauptberuflich machen sollten oder eben mehr Zeit dafür einräumen sollten. Und das bin quasi ich, nur als kleines Beispiel, damit ihr euch vielleicht ein bisschen wiederfindet darin. Ich bin Erzieherin geworden, weil früher zumindest dieser Job unglaublich kreativ gewesen ist und du eben, weil du mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitest, eben auch immer wieder kreativ sein musst, um Situationen eben toll zu gestalten, Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Das ist mit der Zeit weniger der Fokus gewesen. Ich persönlich wurde aber einfach immer unglücklicher und habe für mich festgestellt, dass ich weg von diesem Beruf muss und hin zu einem Beruf gehen muss, der eben kreativer ist und mir mehr Freiheiten erlaubt. Und deswegen war ich sehr angesprochen von der Beschreibung von Shadow Artists und damit habe ich sehr resoniert. Das heißt nicht, um Gottes Willen, dass ihr jetzt alle euren Job aufgeben sollt und TöpferInnen werden sollt oder so. Nein, das nicht, aber ich wollte einfach nur aufzeigen, warum das Buch mit mir so resoniert hat und warum das Buch helfen kann, egal auf welchem Level, wieder ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit und Freude in das Leben reinzubringen und sei es nur ein Hobby wieder zu entdecken, was wir aufgrund von unterschiedlichen Situationen, Rahmenbedingungen und Gründen eben hinten angestellt haben. Sie sagt in dem Buch, egal wie alt Sie sind oder welchen Lebensweg Sie einschlagen, ob Kunst Ihr Beruf, Ihr Hobby oder Ihr Traum ist, es ist nie zu spät, zu egoistisch, zu selbstsüchtig oder zu albern, an ihrer Kreativität zu arbeiten. Und wenn ihr denkt, wenn ich nur mehr Geld hätte, würde ich zu diesem Kurs gehen, wenn ich mehr Zeit hätte, oh, vielleicht irgendwann, wenn ich meine Ausbildung fertig habe oder wenn ich Rentner bin, dann mache ich das. Dann seid ihr eigentlich die absolut beste Zielgruppe für dieses Buch, weil es geht nämlich darum, den Leuten einfach einen Weg aufzuweisen und zu helfen, wieder zurück dazu zu kommen, kreativ zu sein und zu sagen und zu zeigen, dass ihr niemals zu alt sein sollt und dass niemals der richtige Zeitpunkt ist, mit sowas anzufangen und warten eher negativ und kontraproduktiv ist. Und dann kommen wir auch schon zu den Basic Principles. Da möchte ich gerne was zu sagen für alle Ungläubigen unter uns. Das kann ein bisschen abschrecken, weil die Basic Principles von ihr gläubig und spirituell sind. Aber keine Sorge, da müsst ihr von gar nichts glauben. Das sagt sie auch sehr oft in dem Buch, dass ihr nicht an Gott glauben müsst, um dieses Buch durchzuarbeiten. Das ist nur ihre Art, bestimmte Dinge zu benennen. Und diese Basic Principles könnt ihr auch erstmal außer Acht lassen, wenn die euch blockieren und abstoßen, weil ihr euch nachher sowieso selber welche schreibt. Aber ich möchte gerne auf ein Basic Principles von den 10 Principles kommen, die sie aufreiht, weil die mir sehr gefallen hat. Und zwar geht es darum, dass sie sagt, wir sind Schöpfungen und wir sind wiederum dazu bestimmt, Kreativität fortzusetzen, indem wir selbst kreativ sind. Und das ist was wir in der Pädagogik eigentlich auch so sehen. Wir sind alle per se kreativ, gerade Kinder, ne, ihr kennt das ja, die haben eine uneingeschränkte Neugier, eine unglaublich große Fähigkeit, Probleme super kreativ zu lösen. Und das ist ja eigentlich das, was Kreativität ausmacht. Und wir wollen erschaffen, erkunden, wir wollen kreativ sein und das wird mit der Zeit durch das System, durch unsere Gesellschaft, aber auch durch uns als Erwachsene den Kindern aberzogen. Und das ist auch das, was Picasso sagt. Picasso sagt, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem besteht darin, wie man ein Künstler bleibt, wenn man erwachsen wird. Ihr seht, dass die Principles sind durchaus nachvollziehbar. Das ist aber gar nicht das Wichtigste in diesem Buch. Das Allerwichtigste in diesem Buch sind 2 Sachen und das beschreibt sie nämlich in den Basic Tools, meiner Meinung nach, womit sie hätte anfangen sollen. Und zwar sind die Basic Tools 2 Sachen. Die eine Sache sind die Morning Pages. So, was sind Morning Pages? Morning Pages ist quasi eine Form von Journaling, Tagebuch schreiben. Und sie möchte, dass wir in den 12 Wochen 3 Seiten per Hand in ein Notizbuch schreiben oder auf ein Blatt Papier. Ist eigentlich egal, das, womit wir uns wohlfühlen. Aber niemals digital, sondern immer schön mit der Hand. Und es müssen auch immer 3 Seiten sein. Und am Anfang habe ich gedacht, wie soll ich 3 Seiten voll schreiben? Ich weiß überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Und dann habe ich mir gedacht, ne, komm Mona, probier es aus. Wenn es 3 Kacke ist, dann müsste ich halt gucken, wie ich es mache. Das war die beste Entscheidung, das zu machen. Ich mache die Morning Pages immer noch und ich bin schon seit einem Monat oder so
so mache ich The Artist Way schon nicht mehr. Und es fällt mir eigentlich super leicht, 3 Seiten zu füllen. An manchen Tagen schaffe ich es nicht, aus bestimmten Gründen, oder als ich krank war, habe ich nicht geschafft, Tagebuch zu schreiben, dann habe ich es auch nicht gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass euch der Blitz trifft, wenn ihr nicht 3 volle Seiten schreibt oder das mal ausfällt. Aber wenn ihr diese 12 Wochen diesen Kurs macht, empfehle ich euch, es komplett durchzuziehen. Je nachdem, wie schnell ihr schreibt, dauert es 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und ja, am Morgen ist natürlich für viele nicht unbedingt das Beste. Morgens das zu machen anstelle abends ist deshalb gut, und das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, weil wir, wenn wir morgens alle unsere Sorgen reinschreiben, die kommenden Termine zum Beispiel mit ins Boot nehmen können, wo wir Ängste aufschreiben können. Wir können halt wirklich alles auf diese Seiten rotzen, die an dem Tag passieren werden, was ich super gut finde, weil ich dann viel entspannter in den Tag reingehe, und genau das ist das, was sie damit bewirken will. Und diese Morning Pages sind eben auch gut dafür, da so ein bisschen sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu reflektieren, weil unsere Gedanken sind sehr schnell. Wenn du sehr schnell tippen kannst am Computer, kriegst du die Sachen auch relativ schnell am Computer abgetippt. Wenn du es aber mit der Hand schreibst, musst du dich wohl oder übel etwas länger mit deinen Gedanken auseinandersetzen. Und das führt dazu, dass du mehr ein Gefühl dafür bekommst, wo das eigentliche Problem zum Beispiel liegt. Das ist der Sinn der Morning Pages. Sind die super? Absolut. Wenn ihr eine Sache von diesem Buch mitnehmt, dann werden das die Morning Pages sein. Schwöre ich euch. Am Anfang ist es ultra ungewohnt und mega nervig. Not gonna lie. Aber ihr werdet diese Morning Pages weitermachen. Und ich mache die auch jeden Morgen. Das zweite Basic Tool ist das Artist Date. Das Artist Date ist, wie der Name schon sagt, ein Date mit euch selber. Denn ihr sollt bei diesem Date ganz alleine was machen, was euch unglaublich viel Spaß macht. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass ihr euch Me-Time nehmt. Self-Care, würde man jetzt sagen. Weil sie nämlich sagt, dass wir das aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen viel zu selten machen. Und ihr werdet das sicher selber kennen. Ihr werdet euch sagen, ich habe da diese Woche gar keine Zeit zu, ich mache das doch nicht alleine. Und sie sagt aber, dadurch, dass wir das so selten machen, überhaupt nicht wissen, wie das ist, mit uns selber Zeit zu verbringen. Und wir uns ganz oft überhaupt nicht wirklich mal Zeit gönnen, die nur für uns da ist. Wo wir Sachen machen, die wir wollen. Und die Artist Date ist einfach dafür da, dass ihr euch einmal die Zeit nehmt. Und es muss auch nicht lang sein. Es können 10 Minuten sein, es können 30 Minuten sein, 2 Stunden, der ganze Tag. Das ist euch überlassen. Und auch das, was ihr macht, ist euch überlassen und soll dazu dienen, euer Inner Artist Child eben zu pflegen und zu betüddeln, weil es ist ja so, wir schaffen ja auch einfach Dinge aus unseren Erfahrungen und Erlebnissen heraus. Im Endeffekt sagt sie, wir leben viel zu wenig und viel zu selten, und sie möchte, dass wir uns durch das Artist Date einfach mehr Zeit dafür nehmen. Und bevor ihr dann in die 12 Wochen geht, um richtig zu committen und dem eine etwas größere Ernsthaftigkeit beizusteuern, sollt ihr dann einen Vertrag mit euch selber machen. Sie hat da so einen Vordruck in dem Buch, dass ihr dann wirklich sagt, ja, ich committe 12 Wochen lang. Das ist so die Quintessenz des Buches. Sie will uns einfach helfen, zu uns selbst zu finden, zu unserer kreativen Ader zu finden. Dann geht es in den 12-Wochen-Kurs. Cameron bittet euch, Aufgaben zu erfüllen. Und zwar startet sie bei jeder Woche mit einem Essay über bestimmte Themen. Das können Themen sein von Angst, von Selbstzweifel, von Geldproblemen, von Neid, von allen möglichen Gefühlen, negative Glaubenssätze, alles halt, was dich daran hindert, kreativ zu sein und herauszufinden, wohin du eigentlich mit deiner Kreativität möchtest. Das kann sehr anstrengend sein, und deswegen sagt sie aber auch, dass sie möchte, dass wir in der Woche ungefähr 1 bis 2 Stunden dafür Zeit freischaufeln, um eben diese Aufgaben zu bewerkstelligen. Man muss aber auch nicht alle machen. Sie sagt, man soll die nehmen, die am größten Blockaden und Frustrationen auslösen, wo wir uns gegen wehren, weil das meistens ein Zeichen ist, dass wir an dieser Stelle arbeiten müssen. Ich möchte euch jetzt nicht alle 12 Wochen erklären und vorstellen, dann würde es diesen Rahmen von diesem Review auch sprengen, aber lasst euch gesagt sein, dass sehr viele Bereiche abgedeckt werden, wo wir dazu neigen könnten, zu sagen, warum wir bestimmte Dinge nicht machen. Ich weiß, das ist sehr vage, aber bei mir ist das unter anderem, Geld reicht nicht, um Kurse zu machen, ich bin zu alt, ich bin nicht gut genug. Das sind so Sachen, die auch mit reinkommen und die auch sehr realistisch sind. Nicht eben nur bei Menschen, die zeichnen, sondern eben auch alle anderen kreativ schaffenden Leute da draußen. Kommen wir zu meiner Meinung. Endlich!
Also ich habe mit diesem Buch ja bereits schon öfter gearbeitet als einmal und werde im Januar diese 12 Wochen nochmal machen. Deswegen könnt ihr euch sicherlich denken, dass ich dieses Buch empfehlen würde. Und tendenziell würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich habe auch viel aus diesem Buch mitnehmen können. Ich gehe wesentlich sanfter mit mir selber um. Das ist ein großer Punkt in diesem Buch, dass ich mit mir und meiner Kreativität und Kunst sanfter umgehen soll, weil mein Inner Artist eben ein Kind ist und ich das nicht mit Füßen treten soll, logischerweise. Und ich dadurch einfach wesentlich weniger judgmental mit mir umgehe. Und ich habe mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt und auch Gründen auseinandergesetzt, warum ich so lange gebraucht habe, zu realisieren, dass das eigentlich das ist, was ich genau will und was mir auch liegt. Ich empfehle es jedem, ausnahmslos jedem. Selbst wenn ihr jemanden habt, der überhaupt nicht kreativ ist und überhaupt gar kein kreatives Hobby habt, würde ich dieses Buch in die Hand drücken, weil ich auch der Überzeugung bin, wie Julia Cameron, dass jeder von uns kreativ ist. Und dass Leute, die keine kreativen Hobbys haben, dass denen was im Leben fehlt. Wie gesagt, ich komme ja aus der Pädagogik. Ich glaube schon, dass da was dran ist und dass das auch nicht gut ist, dass wir das den Kindern im Laufe der Jahre komplett aberziehen und dass wir bei Erwachsenen auch immer so sagen, dein Hobby ist Stricken, ist das nicht für alte Omas? Oder keine Ahnung, dein Hobby ist Schreiben. Ja, willst du etwa Autor werden oder so? Es wird auch nicht akzeptiert, dass es ein cooles Hobby ist. Aber es wird auch nicht akzeptiert, wenn die Leute das zum Beruf machen. Und das finde ich total wild, weil wir eigentlich alle von Kunst und Kultur profitieren und das ja auch das ist, was wir in unserer Freizeit auch gerne machen würden. Ich meine, wir gehen alle gerne ins Kino und gucken Filme oder gucken Filme generell oder gucken Serien. Das ist und wird von kreativen Leuten erschaffen. Was ich dazu sagen will und sagen muss, ist, Leute mit Mental Health Issues, die Traumata erlebt haben oder Schwierigkeiten haben, sich zu committen, für die könnte das Buch sehr, sehr schwer oder auch schädlich sein. Weil in diesem Buch setzen wir uns sehr intensiv mit uns selber auseinander, mit unserer Vergangenheit und mit unserer Zukunft und das kann sehr bedrohlich wirken. Das nur so als Info. Was ist negativ an diesem Buch? Also es kann Leute abschrecken, die wirklich gar nichts mit Spiritualität am Hut haben. Da ich aber zu diesen Leuten gehöre, kann ich sagen, dass das durchaus manageable ist. Das Einzige, was wirklich negativ an diesem Buch ist und sehr schade ist, es ist sehr alt, es ist 1992 rausgekommen, sie hat es nicht geupdatet und es gibt in diesem Buch Aufgaben, wo du beispielsweise eine Woche lang, sie nennt es Reading Deprivation. Das heißt, du sollst die komplette Woche nichts lesen, nichts hören. Das ist in der heutigen Zeit etwas schwierig, vor allen Dingen, wenn du Vollzeit-Künstlerin bist und keine Ahnung, deine Social Media managen musst. Und sie beschreibt eben auch in diesem Buch Sachen, was für Auswirkungen bestimmte Dinge und Einflüsse von außen auf einen haben können. Das ist jetzt natürlich mit Social Media um einen viel extremer als früher. 1992 gab es da schon Internet? Das ist ja egal. Auf jeden Fall war das noch nicht so mit Social Media und so. Und das merkt man in diesem Buch halt öfter mal an. Aber ihr seid ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ihr werdet ganz viele Dinge oder alles eigentlich auf die heutige Zeit münzen können. Ja, Freunde, das war das Review von In the Artist's Way von Julia Cameron. Ich hoffe, dieser kleine Einblick konnte euch davon überzeugen, dass auch ihr dieses Buch in eurem Leben braucht und dass es Gründe gibt, warum es plötzlich überall wieder aufploppt, obwohl es 1992 herausgekommen ist. Ihr wisst, wie das läuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, wie ihr diese Art von Video gefunden habt, denn ich habe noch so viele Kunstbücher in meinem Regal, die ich unglaublich gerne reviewen würde. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.